Hallöchen zusammen, Super Exchange hier und willkommen zu meinem Woche 1 Update von meinem Exsanguinate Reap Minds Trickster Build in der Cold Conversion Variante. Und ich muss sagen, wir sind sehr gut unterwegs. Wir sind mittlerweile auf Level 96 angekommen, stehen kurz davor auf Level 97 zu leveln, haben darüber hinaus ein sehr gutes Damage-Level erreicht. Der Clear in den Maps fühlt sich absolut fantastisch an. Das heißt, wir können die 17 Maps laufen, wir können Ubers machen, insbesondere Uber Shaper. Die anderen habe ich ehrlicherweise noch nicht ausprobiert, sollte aber genauso wenig ein Problem sein. Aber schauen wir doch einfach mal zusammen in den Build rein. Und anfangen tun wir dabei am besten mit den Items. So, was hat sich seit dem Tag 2 geändert? Fangen wir vielleicht mit dem zentralen Upgrade an, was wir gemacht haben. Wir haben unseren Belt gewechselt von einem Stygian Weiß auf Archon's Tools. Und das gibt uns einige Dinge, die es zu beachten gilt. Zum ersten, wir haben mehr Mana Reservation. 20% hat es uns am Ende des Tages ermöglicht, eine zusätzliche Aura reinzumachen, nämlich Herald of Purity, die uns nochmal extra Fizz Damage gibt, was auf jeden Fall sehr gut ist, weil es unseren Bild dahingehend skaliert. Was macht Archon's Tools noch? Es gibt uns Trap and Mine Throwing Speed, was ein direkter Skalierungsvektor für unseren Damage ist. Und dann kommt das Besondere dieses Gürtels und das ist, wir bekommen einen zusätzlichen Skitterbot und zwar einen Scorching Skitterbot. Und der Scorching Skitterbot reduziert die Resistance von Enemies. Also erstmal hervorragend, gibt uns signifikant mehr Damage. Der Nachteil ist, und den müssen wir mitigieren, sowohl unser Chill, Shock und Scorch Skitterbot wirkt auch auf uns selber. Das heißt, wir müssen diese 3 Elemental Ailments mitigieren. Wie machen wir das am besten? Den Scorch Skitterbot, das ist relativ einfach. Da müssen wir einfach nur die Resis so hoch drücken, dass wir weiter über unserem Rescap bleiben. Das ist easy. Zum zweiten Schock. Da bin ich den Weg gegangen, den Schock-Effekt zu reduzieren. Es wäre wahrscheinlich auch möglich, Schock komplett zu avoiden. Ist sicherlich auch eine Option. Ich habe mich jetzt für Reduced Shock-Effekt entschieden und zwar über ein Jewel im Passive Tree mit 33% Reduced Shock-Effekt. Und ich habe hier den entsprechenden Pantheon Soul of Garakan gespeckt, der uns auch nochmal 60% reduzierten Schockeffekt gibt. So, damit haben wir schon 2 Elemental Ailments mitigiert. Und das dritte ist Chill. Und für Chill haben wir einen sehr angenehmen Weg. Wir haben nämlich unseren Ring gegen Winterweave getauscht. Und Winterweave kehrt den Effekt von Chill ins Gegenteil um. Das heißt, anstatt uns zu slowen, macht es uns actually schneller. Und das skaliert quasi in Action Speed. Das gibt uns also mehr Movement Speed, es gibt uns aber auch mehr Mine Throwing Speed. Ist also hervorragend dahingehend. Der Nachteil, dadurch, dass wir Winterweave jetzt haben, wir haben kein Kikezaru mehr. Und Kikezaru war ja unser Hauptfaktor für Life Regeneration. Das heißt, wir mussten gucken, wo kriegen wir die Life Generation jetzt als nächstes her. Und dazu haben wir einmal unser Shield abgegradet. Es ist immer noch ein +1 to all Physical Spell Skill Gems Shield, aber es hat jetzt 130 Life Regen, was erstmal im Prinzip den Effekt von Kikezaru ja, schon zur Hälfte ungefähr aufgreift. Und dann haben wir auch nochmal unsere Chest signifikant abgegradet. Da haben wir jetzt auch nochmal zusätzlich 170 Life Regeneration drauf, was in Summe 300 macht und das ist erstmal ausreichend für den aktuellen Stand. Die Chest ist aber auch deutlich besser als unsere alte. Wir haben jetzt 3000 Evasion, ungefähr 675 Energy Shield und darüber hinaus haben wir auch noch 2 Implicits, einen für Grace, könnte auch einer für Hatred sein, für mehr Damage. Ich habe jetzt einfach hier nicht mehr weitergerollt. Und Gain an Endurance Charge every 15 Seconds. Das hilft uns auch noch nachher im Passive Tree, um das Cluster Jewel mit Enduring Composure loszuwerden und die Passive Skill Tree Points dann eben anderweitig zu verwenden. Was die Chest auch noch hat, ist 34 Chaos Resistance. Das ist pretty much eigentlich unsere Hauptquelle für Chaos Resi im gesamten Bild. Weitere Upgrades sind der Taming Ring. Der Taming Ring gibt insbesondere Increased Elemental Damage für jede Art von Elemental Ailment, das auf dem Gegner bereits vorhanden ist. Das heißt, in der Regel sind es 3 Ailments, die wir auf dem Gegner anbringen können. Ungefähr 150% Increased Elemental Damage, also erstmal sehr, sehr gut. Zusätzlich ist es auch nochmal ein Faktor für sehr, sehr viel Resis und die Resis brauchen wir ja
für unsere Scorch Mitigation. Die Boots sind auch nochmal deutlich besser. Hier haben wir erstens 35% Movement Speed, ansonsten Live und jede Menge Resis. Und wir haben noch Chance to Avoid Being Frozen, sodass wir im Pantheon auch nochmal anderweitig specken konnten. So, damit kommen wir zu den absoluten Damage Upgrades. Und damit fangen wir an bei der Weapon. Die Weapon hat jetzt +2 zu unseren relevanten Spell Skill Gems. Wir haben zusätzlich Spell Damage und Double Damage while Focused plus Mind Throwing Speed. Wie die Waffe gecraftet wird, werde ich gleich nochmal im Detail erklären. Wir haben auch noch ein Damage Update beim Amulett. Da sind wir auch nochmal upgegradet, +2 to all relevant Skill Gems, also All Skill Gems und Physical Skill Gems, und haben zusätzlich noch Mana Reservation für Grace. Das bringt uns jetzt leider nicht sehr viel. Und Mind Throwing Speed. Also beim Ammo ist wahrscheinlich noch Optimierungspotenzial auf jeden Fall gegeben. So, was wir hinsichtlich der Items aber nicht vergessen sollten, ist unsere beiden Grafts, die beiden Ärmchen, die uns aus dem Rücken wachsen. Ein ganz, ganz entscheidender ist hier der Stoking Xof Graft. Und der tut Folgendes. Der gibt uns den Skill The Grey Wind Howls und der macht Folgendes. Die Elemental Ailments, die auf uns selber wirken, nimmt der Buff weg und gibt uns dafür zusätzliches Fizz as Extra Elemental Damage von dem entsprechenden Elemental Damage des individuellen Ailments. Das heißt, im besten Fall sind das 3 Ailments gleichzeitig, die unsere Skitterbots auf uns machen. Der Buff kommt aktiv, die werden kurzzeitig weggenommen. Wir haben quasi dann 90% Fizz Extra oder sowas. Kann man auch noch steigern, indem man hier zusätzlichen +4 to Skill Gems auf den Crafts hat. Habe ich mich aber dagegen entschieden. Ich habe jetzt genommen für eine längere Skill Effect Duration. Das gibt mir ein bisschen mehr Uptime für den Buff. Finde ich irgendwie besser. Genau, ansonsten Fire Resi brauchen wir immer noch zur Scorch Mitigation. Und ansonsten war es das hier im Wesentlichen. Genau, und dann haben wir hier noch einen Stat-Stick, sag ich mal. Den nutzen wir für Movement Speed und für Spell Damage und nochmal dazu mehr Womb Gifts zu finden. Der Graft Skill hier ist im Prinzip irrelevant. So, wie sieht es jetzt im Passive Tree aus? Da hat sich auch ein bisschen was getan. Und zwar fangen wir vielleicht einfach mit den Jewels an. Zum einen haben wir ein Watcher's Eye und wir haben ein Watcher's Eye mit einer wichtigen Eigenschaft, nämlich Crit Strike Chance while affected by Hatred. Das bringt uns bei unserer Overall Crit Strike Chance ordentlich nach vorne. Und als zweites haben wir ein Lethal Pride Jewel. Leadership ist hier völlig egal, weil wir den Keystone nicht nutzen werden. Wir nutzen Lethal Pride primär aus 2 Gründen. Zum einen gibt uns das Strength auf jedem Small Notable. Und das ist wichtig für unser Cappen von Strength. Und als zweites gibt es das auf den Notables nochmal wichtigen Damage. Nämlich hier Physical und was haben wir noch? Physical, nochmal Physical und Double Damage. Dann haben wir die komplette Sektion hier umgebaut, nämlich in Cluster Jewels. Wir haben ein großes Cluster Jewel mit 8 Passivs drin und das macht Physical Damage. Im Wesentlichen sind 2 Skills wichtig. Das eine ist Ironbreaker, das gibt uns mehr Physical Damage, das wir dann natürlich in Cold konvertieren. Und Battle Harden gibt uns sowohl defensiv Evasion Rating als auch nochmal mehr Physical Damage. Der dritte Skill ist egal, weil wir den sowieso nicht picken. Ich glaube, da ist es egal sogar, welcher Suffix wir aussuchen bei dem entsprechenden Cluster Jewel. Und dann gibt es noch 2 Medium Cluster Jewels mit Trap and Mine Damage. Und jeweils identisch Guerilla Tactics und Surprise Sabotage. Neben den Cluster Jewels haben wir noch eine weitere Änderung und das ist das sogenannte Rune Graft of Refraction. Das ist im Prinzip sowas wie eine itemisierte Mastery, die man aus der Settlers-Mechanik bekommt. Und in diesem Fall gibt uns das für Exsanguinate einen +1 Skill ohne die Downside, weil Exsanguinate ist kein Projectile-Skill. Das heißt, wir feiern auch nicht nur ein Projectile, sondern wir profitieren einfach von dem zusätzlichen Chain. Das ist exzellent für den Clear. Also das kann ich wirklich nur empfehlen und das ist mittlerweile auch überhaupt nicht mehr teuer. Ich glaube, der letzte Stand war irgendwie ein paar 30, 40 Chaos. Was mussten wir tun, um uns das alles leisten zu können? Wir sind hier oben aus Winter's Embrace rausgespeckt und haben uns im Prinzip diese Passives hier zurückgeholt, die wir dann im Wesentlichen in den Cluster Jewels investiert haben. Das war es im Wesentlichen zum Passive Tree. Dann werfen wir vielleicht nochmal einen kurzen Blick auf die Atlas Progression.
Und wie sieht's da aus? Nun, da sieht's ziemlich komplett aus. Die Voidstones haben wir alle, Maven Voidstone und den Uber-Elder Voidstone haben wir noch zusätzlich. Wir haben jetzt komplette Map Completion, alle 115 Atlas Passive Skill Points sind acquired. Wir haben außerdem fast alle Favorite Map Slots außer 4. Das habe ich noch nicht gemacht, weil ich irgendwie noch nicht herausgefunden habe, wie wir jetzt die neuen Teilnehmer witnessen können. Da sind ja jetzt die aus der Sana Questline neu dazugekommen. Das muss ich noch checken. Ansonsten haben wir die Sana Questline auch erledigt, weil wir sehen ja hier jetzt das bisschen anders gefärbte Canvas des Atlas. Genau, viel mehr gibt es an dieser Stelle dazu aber eigentlich auch nicht zu sagen. Okay, um hier mal einen Blick drauf zu werfen, wie der Bild jetzt in Echtzeit performt, schauen wir uns doch hier einfach mal eine Fortress Map an. And let's go! Ja, T17 hat eigentlich immer sehr gut funktioniert. Ihr werdet das auch gleich sehen. Wenn wir da reinkommen, wird man vor allem den Super Clear sehen. Hier Exsanguinate, zack. Und das zieht einfach durch die Mobs durch. Ihr kommt eigentlich aus sicherer Distanz an alle Mobs ran. Der Damage ist da. Was haben wir jetzt auf der Map noch drauf? Wir haben Beasts aus irgendeinem anderen Farm, den ich noch gemacht habe. Die sind ja relativ tanky normalerweise. Da werden wir vielleicht noch eins oder das andere sehen und dem über den Weg laufen. Aber man sieht wunderbar hier, zack. Es ist nicht viel zu tun beim Mappen. Absoluter One-Button-Bild. Ihr werft einfach nur die Exsanguinate Mines und alles stirbt rundherum. Okay, hier sind wir auf der Suche nach dem Boss. Das hier war eben das erste Beast. Zack, war es weg. Okay, und jetzt kommen wir direkt zum Boss. Das swappen wir jetzt gleich einmal auf Reap. Dass wir nochmal ein bisschen mehr Damage haben. Und dann sollte das hoffentlich auch kein Problem darstellen. Hier gehen wir noch in Fokus rein und holen Val Reap raus. Aber dann sieht man den Damage einwandfrei in kürzester Zeit und schon ist der Boss tot. Ja, und das war die T17. Was ist jetzt noch drin hinsichtlich Build-Upgrades? Wir könnten potenziell noch unser Shield austauschen gegen eine weitere +2 Weapon, also im Prinzip nochmal die hier neu craften. Würde uns nochmal signifikant Damage geben, dann müssten wir auf jeden Fall aber unsere Regen anderweitig lösen, vielleicht über einen Flask. Speaking of Flasks, wir könnten bei den Flasks noch den Crit Flask durch Bottle Faith ersetzen und dann möglicherweise auch noch auf Taste of Hate umschwenken und noch einen der anderen Flasks, vielleicht die Movement Speed Flask, dadurch zu ersetzen. Genau, ein wichtiger Skalierungsfaktor wären noch die Gloves. Da könnten wir von Rim Sorrow auf die Temple Gloves umsteigen. Temple Gloves heißt, sie haben eine wichtige Mod, nämlich Increased Elemental Attack Damage versus Shield Enemies, 40-50%. Und gleichzeitig hat die Mod noch 45% Chaos Resi, also zwischen 40 und 45, ich weiß es nicht genau. Und beides in einer Mod und ansonsten halt ganz andere normale Rare Mods, wie zum Beispiel Spell Suppression könnten wir haben, wir könnten Live haben, andere Mods, die uns eben hier die Rim Sorrow Gloves nicht bieten können. Wir könnten Corrupted Heat Schiffer haben mit einer guten Mod, die vielleicht uns noch mehr Damage gibt oder vielleicht nochmal die Mana Reservation Efficiency stärkt und dadurch es uns ermöglichen könnte, noch eine weitere Aura reinzubringen in dem Bild. Dann vielleicht ein Double Corrupted Winterweave wäre ziemlich nice, auch noch mit 2 günstigen Mods für uns. Da verlieren wir zwar ein bisschen Life, aber da ist bestimmt auch noch was dabei. Vielleicht noch Aura-Effekt von Hatred. Und möglicherweise auch noch ein Double Corrupted Archons Tools wäre noch ganz nice. Im Passive Tree können wir sicherlich nochmal beim Watcher's Eye nachlegen und vielleicht für eines gehen, was noch eine zweite Mod hat. Zum Beispiel rein Cold Damage oder irgendwas anderes, was uns noch zusätzlich hilft, defensive oder offensively. Dann natürlich noch ein großes Investment wäre eventuell auch Forbidden Flesh Jewels vom Assassin. Da ist quasi
alles im Prinzip gut. Das habe ich mir aber nur ganz oberflächlich angeschaut. Da müsste ich nochmal im Detail reinschauen. Und ich wette, die werden sackteuer sein. Also das ist wahrscheinlich, wenn überhaupt, End of the League Material. So, wie geht's ansonsten mit dieser Liga weiter? Nun ja, also zum einen möchte ich die Challenges completen. Ich mache eigentlich fast in jeder Liga 40 out of 40. Das heißt, darum wird es in den nächsten Wochen primär gehen. Zum zweiten werde ich sehr viel überbossen. Das ist einerseits Teil von der Challenge Completion, andererseits macht es aber auch Spaß und ich versuche da einfach besser zu werden. Und zum dritten bin ich immer noch auf der Suche nach einem profitablen Farm, nachdem da mittlerweile einiges genervt wurde und noch nicht so richtig gegriffen hat für mich in dieser Liga. Aber GGG hat ja angekündigt, dass sie hier nochmal nachlegen wollen. Da bin ich echt gespannt, was da noch bei rumkommt. Das wird vermutlich auch jetzt das letzte Update für diesen Build sein. Die nächsten Sachen sind eigentlich auch nur noch High-End und die habe ich euch ja auch schon zusammengestellt. Ihr findet den aktuellen Stand im POB, das ist verlinkt in der Beschreibung und da könnt ihr euch das Ganze nochmal in Ruhe anschauen. Das entsprechende League-Starter-Video und den Tag 1 und 2 Update verlinke ich euch auch nochmal, wenn ihr gerne die gesamte Progression nochmal nachschauen wolltet. Wenn ihr aus diesem Video oder den anderen Videos etwas mitnehmen konntet, würde ich mich natürlich auch über ein Like oder ein Abo freuen. Ansonsten findet ihr mich in Zukunft weiter auf Twitch, vermutlich zweimal die Woche in Zukunft, also mittwochs und samstags. Da freue ich mich natürlich auch, wenn ihr dort mal vorbeischaut. Damit bin ich dann raus für heute. Alles Gute und tschö.